Willkommen auf Frequent Traveler TV. Heute wieder eine neue Folge nach langer Pause, bisschen Erkältung, viel Arbeit, aber auf noch nicht hoher See. Ihr seht, wir sind noch im Hafen, deshalb nicht so viel rumwackeln. Ich gebe euch mein Bild, hier bin ich. Und dann haben wir ja auch Facetrack enabled, so, und dann machen wir das auch nochmal hübsch für euch. Aber ich habe für euch frisch gepresste Themen, wie immer. Und bei den frisch gepressten Themen, die wir heute haben, geht es natürlich um Lufthansa Allegris, die First Class, die endlich ausgeliefert worden ist in einem A350 diese Woche. Dann haben wir den Frankfurter Flughafen, sage ich schon, Hamburger Flughafen, der sich beschwert, dass es dort eine Art, ja, wie sollen wir sagen, Kartell vielleicht gibt bei den Fluggesellschaften, nachdem Ryanair, Wizz Air und auch die Condor in Hamburg nicht mehr ab 2025 fliegen wollen. Und dann gucken wir uns mal an, warum so eine Kalkulation auch irgendwie ein Problem darstellen kann für Fluggesellschaften. Wenn wir mal überlegen, was die Preisspirale in Deutschland ist, ob das vielleicht auch ein System ist, ob das ein Social Engineering ist oder aber was wir dann haben, ist nochmal Lufthansa Millionenstrafe. Viele von euch erinnern sich vielleicht noch dran. Da gab es ja den Vorfall, wo man Leute nach Israel nicht hat weiter fliegen lassen und das wurde dann quasi bisschen hochgekocht. Lufthansa ist ja da in Abbitte gegangen. Dann haben wir auch interessante Preise mit Virgin, allerdings nicht ganz Virgin, auf Meilen. Die haben dann einen Meilen-Sale, da kann man dann mit dem Eierfranken und den Freunden von KLM Air France fliegen, Mittelamerika und Südamerika. Das soll heute erstmal reichen. Könnt ihr mal gucken, wann das Schiff losfährt und ihr freut euch dann auf den Abspann. Und geht direkt los. Ihr merkt, mein Vorspann wieder länger. Denkt dran, trotzdem den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren. Ja, ich bin nicht zu den Kommentaren gekommen, mehr Culpa. Ich werde es irgendwann mal nacharbeiten. Ich weiß, aber im Moment sehr viel Stress. Deshalb da bitte etwas Nachsicht mit mir. Auch die angekündigten Stammtische haben ja so noch nicht stattgefunden. Das alles aufgrund des Stretches. Aber Helsinki findet statt. Wir haben nächstes Wochenende haben wir ein Vorglühen. Ich bin jetzt im Moment auf dem Weg von Helsinki nach Tallinn und dann geht es wieder am Mittwoch zurück. Gut, dann können wir das erste Thema ja nach 2 Minuten 48 direkt starten. Und zwar das erste Thema ist, hi there, how are you? Telefonkabine. Dann bist du schon ruhiger für die Leute und dann gibt es da erstmal Stretch. Aber gut, so ist das, wenn man aufnimmt. Wie heißt das so schön? Semi-live, wie ich das nenne, heißt also, es kommt nach. Jetzt aber zum ersten Thema direkt. Und zwar Infrastruktur, Abgaben, Steuern und so weiter für die Fluggesellschaften, was es da an Steuern gibt. Wir wissen ja auch, dass Fluggesellschaften gerne mal selber Steuern, sollen wir es erfinden nennen oder zumindest so tun, als ob es Steuern wären und uns da abkassieren. Der Hamburger Flughafen hat die Preise erhöht, sie sagen selber moderat um 12%. Heißt also, aus 9 Euro irgendwas werden dann 2,30 Euro zusätzlich on top. Heißt also, dass die Fluggesellschaften sagen, das ist uns leider zu teuer, wir fliegen das nicht mehr an. Und damit sind halt auch Warmwasserziele von der Condor weggefallen. Ryanair macht das ja auch sehr gerne, wenn es zu teuer wird. Und damit ist es so, dass man natürlich dort das Auslandswachstum fördert bei Ryanair. Aber warum? Weil man da natürlich wesentlich mehr Geld hat. Man kann jetzt sagen, in dem Moment, wo Ryanair endlich mal die 737 MAX 8 bekommt, die sie dort bestellt haben, ist es so, dass die dann vielleicht wiederkommen, weil sie dann halt die Flugzeuge auslasten müssen. Aber solange es halt billigere Strecken gibt. Und auch die Condor verzichtet da auf Geld. Man fliegt ja von der Condor aus, von Hamburg. Wohin geht das dann? Ich weiß gar nicht, Warmwasserziele waren es. Auf jeden Fall ist es so, dass es halt, ich habe es gleich für euch, und zwar sagte Peter Gerber mit gleicher Begründung, das völlig unverhältnismäßige Erhöhung und Entgelte in Hamburg. Und damit ist es so, dass man, wo waren das jetzt hier? Unglaubliche Szenen, die sich hier abspielen, dass man dort halt wirklich dann die Flieger einstellt.
und es sich nicht mehr rechnet. Der BDH, also das ist dann diese Veranstaltung von den Flughäfen, BDL, Entschuldigung, von den Flughäfen, die sagen ja auch, dass das Ganze halt ein Riesenproblem ist, weil ja auch 2025 diese Kraftstoffzuschläge kommen. Heißt also, dass man dort pro Passagier Luftsicherheitsgebühren 10 Euro pro Passagier hat und 15 nochmal für den Sprit. Heißt also, dass da natürlich diese EU-Auflagen ganz klar durchschlagen. Man kann jetzt natürlich sagen, diese EU-Auflagen gelten auch in Mailand, diese gelten auch in Barcelona, gelten eigentlich überall. Aber wenn man halt einfach alleine schon mal die Landegebühren in Deutschland sich anguckt, dann ist so eine Landegebühr bei ungefähr 4.000 Euro. Vergleichbar wäre dann Brüssel. Brüssel hat 2000 und dann gibt es sogar Flughäfen, die noch weniger Gebühren verlangen mit 1000. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, dass das für Fluggesellschaften natürlich, wenn sie da mit jedem Cent rechnen, ein Thema ist. Natürlich ist es auch so, dass 75% der Kosten sind ja ehrlicherweise Steuern mittlerweile. Das heißt also nur noch 25%. Man sieht ja auch, was da alles an Geldern weggeht. Madrid war das unter 700 sogar, also 700 Euro Landegebühren. Das ist etwas, was man natürlich auch ganz klar dazu sagen muss, warum das Ganze so teuer ist und warum das Ganze dann ein Thema wird für die Fluggesellschaften, wo sie dann anfangen müssen, Geld zu sparen. Gucken wir uns nochmal an, dass die hohen Standortkosten ja auch dort vielleicht gewünscht sind, beziehungsweise von der Bundesregierung forciert werden. Weil es gibt da einige Indikatoren für. Einmal, das Autofahren wird uns vermiest, das Autofahren wird teurer. Kann man jetzt natürlich gut finden, weil die Umwelt entlastet wird. Wird die Umwelt wirklich entlastet, ist auch natürlich eine Frage, die man stellen kann. Kann man zum Beispiel an dem lustigen Herrn Habeck festmachen, der ja gesagt hat mit seinem Heizungsgesetz, da diese Wärmepumpen-Dramatik, dass man einfach nur testen wollte, wie weit die Bevölkerung ist. Und das Fliegen wird ja auch teurer und das ist halt sehr, sehr schwierig, da halt den Leuten etwas aufzuoktroyieren in der Form, dass man halt dann sagt, wir wollen, dass ihr das und das nicht macht. Und deshalb ist es vielleicht ein Social Engineering. Und natürlich kann man jetzt auf dem Standpunkt des Hamburger Flughafens stehen und sagen, ja, die haben sich zusammengeschlossen. Ja, aber die Flughäfen haben sich ja auch zusammengeschlossen. Also es ist ja nicht so, dass da kein Parallelverhalten zu erkennen ist. Und wenn das Parallelverhalten von den Fluggesellschaften ist das in meinen Augen gar nicht schlimm. Das ist halt, wie es ist. Wobei ich aber ehrlicherweise nicht glaube, dass Ryanair sich von Condor erklären lässt, was sie zu tun haben. Wizz Air lässt sich nicht erklären von Ryanair, was sie zu tun haben, sondern die sind alle zu demselben Ergebnis gekommen, dass es sich für sie einfach nicht mehr lohnt an der Stelle. Denn wenn man sich das mal anguckt, ist es so, dass halt der Frust da ist, dass der Flughafen natürlich mit diesen 2,30 Euro pro Person, könnt ihr mal ausrechnen, wie viele Passagiere das sind, wie viel Geld das ist, was dann auf einmal mehr gezahlt werden muss. Und das muss ja irgendwo bezahlt werden, das muss von uns bezahlt werden. Und wie viele fangen dann an auszuweichen auf andere Flughäfen und sagen, okay, dann mache ich ja Kopenhagen oder Stockholm, da wo die Gebühren übrigens wegfallen ab Juli nächsten Jahres. Auch ist es so, dass man natürlich da sagen kann, dann fliegst du halt nicht nach Malaga von Hamburg aus, sondern Kopenhagen oder halt dann auch Stockholm. Sind jetzt die 2,30 Euro sind wahrscheinlich jetzt nicht der Auslöser, dass man das tut, aber die Fluggesellschaften nutzen das, um ihr Streckennetz nochmal rentabler zu gestalten mit anderen Zielen. Malaga war übrigens das Ziel, was von der Condor wegfällt. Und auf der anderen Seite, wenn sie damit bessere Presse kriegen, die Fluggesellschaften, da geht mein Ohr immer frei. Also ich muss mal mit der Mütze arbeiten. Auf jeden Fall Bad Hair Day. Ich will euch meine Haarpracht erlassen heute. Ja, und das ist halt einfach das Thema, dass in Deutschland halt alles gezielt ist auf dieses Social Engineering. Ihr könnt das ja auch als Semi-Frage des Tages nutzen, um zu sagen, ist das Social Engineering, was da passiert? Und das andere Thema ist natürlich auch die Frage des Tages, sind die Nebenkosten bei Flügen abzuschaffen? Wir sehen das ja an Beispielen von den Freunden aus Skandinavien. Also da nur noch mal als Randbemerkung.
Das nächste Thema ist Boeing. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon angekündigt hatte, aber Boeing hatte ja Stress mit den Mitarbeitern. Man hatte sie ja dann ausgesperrt, entlassen und da halt viel gemacht. Und jetzt ist es so, dass man festgestellt hat, oh, der Mitarbeiter kann ich kein Flugzeug bauen. Ja, das ist vielleicht für Boeing eine neue Erkenntnis, die da ist. Aber man muss halt dann an dieser Stelle sagen, dass man da ja, ein Problem hat, wenn man keine Mitarbeiter hat. Und deshalb wird halt das Angebot jetzt an die streikenden Mitarbeiter nachgebessert. Das Angebot war ja am Anfang schon hoch. 33.000 Arbeiter sind da halt betroffen. Seit Mittwoch wird halt abgestimmt. Ich habe da auch kein neues Ergebnis gehört. Und da ist es halt so, dass man jetzt sagt, man möchte den $7.000, was ungefähr 6.400 Euro sind, als Einmalzahlung geben, sowie Bonuszahlungen, die eigentlich abgeschafft werden sollten. Und dann ist es so, dass natürlich die Produktion lahmgelegt worden ist von der 737, aber auch von der 777. Und man hat ja auch bei Boeing richtig Probleme mit den Flugzeugen. Ist es auch so, dass man bei Boeing aber dann ehrlicherweise auch Nullrunden akzeptiert hatte, weil es Boeing ja nicht so gut ging und geht eigentlich. Aber jetzt ist halt einfach das Maß voll. Und damit ist es so, dass man zum Jahreswechsel dort 10% der Arbeitsplätze streichen will. Und das ist so, dass der Boeing-Chefin Kelly Ortberg, ich muss da mich an den neuen Namen erinnern, ich fast gesagt auch gewöhnen, weil der Dave Calhoun, der geht mir nimmer so ab. Und auf jeden Fall ist es so, dass man dort jetzt den Ausstand mal vergleichen kann mit dem Ausstand 2008. Der hat ja 57 Tage gedauert. Der hat Boeing gekostet, festhalten, $2 Milliarden. Also es kostet richtig Geld. Aber Boeing muss halt auch gucken, dass sie die Leute beschäftigt und auch bei Laune hält, damit halt wirklich auch die Qualität wieder stimmt. Weil ich glaube, auch Qualität hat ein Problem, wenn die Leute dort nicht motiviert sind, dann ist denen das im Prinzip alles auf gut Deutsch scheißegal und das produziert natürlich dann auch die Themen. Auf jeden Fall muss man halt wirklich gucken, dass man dort alles wieder hinkriegt und das Geld am Ende des Monats ist halt nicht nur eine Aufwandsentschädigung, sondern auch eine Anerkennung für die Arbeit, die nichtsdestotrotz aber auch wichtig ist, dadurch, dass man den Leuten dort ja halt ordentliche Löhne zahlt. Und wir wissen ja alle, dass man auch Ingenieure nicht irgendwie wie Sand am Meer findet. Und deshalb glaube ich, dass Boeing, wenn sie die Ingenieure so entlässt, wie sie entlassen hat, nachdem sie die ja aus der Rente geholt hat für teuer Geld, das wieder bereuen wird. Aber gut, wer bin ich? Wer bin ich? Ihr habt das letzte Video gesehen von Lars und Lars. Es kann auch andersrum sein. Und da ist es das Thema gewesen, Premium, Premium, Premium. Und die Frage ist, kann Lufthansa Premium? Solange die First Class nur durch einen Economy-Sitz, Platzhalter für Turbulenzen in den Fliegern, die ausgeliefert worden sind, ohne die First Class Allegris, aber mit dem Rest der Allegris, damit die Crew, wenn sie dann durchläuft, im Falle eines Falls sich zumindest hinsetzen kann und sichern kann, ist jetzt die erste Maschine und die hat die Kennung, die will ich euch auch nicht vorenthalten, Delta Alpha India X-Ray Whiskey, an die Lufthansa ausgeliefert worden Mitte der Woche mit der First-Class-Kabine drin. Jo, also ist die erste 350 mit kompletter Kabine fliegt. Jetzt sagt ihr natürlich, was ist mit den Buden 5 sind's? Die keine First haben, die sollen über den Winter nachgerüstet werden, wahrscheinlich bei der Technik in Hamburg. Das ist aber auch noch nicht ganz sicher. Und damit soll halt das Aushängeschild des Kranichs jetzt wirklich in die Luft abheben. Und dann sage ich ehrlicherweise mal, da gibt es jetzt auch den Lackmustest, ob die First Class das kann, was die Lufthansa kann. Man rollt ja leider nicht das neue Konzept aus, irgendwie angeblich. Müssen wir mal gucken, ob die das machen. Und deshalb ist es so, dass der Airbus A350-900, der am Donnerstag ja gekommen ist, jetzt mal zeigt ihm, was er wirklich kann mit der First Class im Flug. Und ich bin mal gespannt, wie die Leute diese dann finden. Ihr könnt ja sagen, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Und ich habe natürlich da die Frage des Tages
für die X-Ray Whisky natürlich passend gemacht. Und zwar, was denkt ihr zu der neuen Lufthansa Allegris First Class im A350? Wir haben uns lange unterhalten. Ihr könnt ja sagen, ist das wirklich Premium? Ist das wirklich etwas, wo man bei Lufthansa sich drauf freuen kann? Ist das Gate schon abgezogen? Nein, das Gate ist noch nicht abgezogen. Das, seht ihr das dann? Ja, das Gate, da seht ihr das. Der Finger ist noch am Boot dran. Also insofern geht's noch nicht los. Also kann ich noch ein bisschen sabbeln. Und dann können wir gleich vielleicht so als Abspann die Abfahrt haben. Themen habe ich ja auch noch vorbereitet, und zwar, wir erinnern uns an das Thema aus dem Jahr, was war denn das? War es 2023? Muss ja, nee, Mai 2022, so lange ist das her, die Zeit vergeht. Da ist es ja so gewesen, dass die Lufthansa, ja, sollen wir es einen Fuck-up nennen, nennen wir es einfach, wie es ist. Und da ist es so, dass es Diskriminierung jüdischer Passagiere gab. Und das ist natürlich, Diskriminierung geht absolut gar nicht, egal um wen es sich handelt. Und da ist es halt so, dass jetzt das Department of Transportation der Lufthansa eine Strafe von 4 Millionen US-Dollar, das heißt also 3,7 Millionen Dolores, also Euro, verhängt hat. Und damit soll halt wirklich die Wiederholung dort verhindert werden. Aber es klingt jetzt danach, dass das Gate weggeht. Ja. Jo, das geht weg. Ihr seht's, da geht's weg. Da wird's abgezogen. Also, wir können gleich die Fahrt genießen als Abspann. So, und da ist es jetzt so, dass die 128 Passagiere aus New York, die dann nicht weiter nach Tel Aviv fliegen konnten, nach Budapest war es. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Tel Aviv kam. Ist natürlich dann auch wieder so eine Geschichte. Angebliches Fehlverhalten einer oder weniger Passagiere. Und obwohl die Passagiere sich alle nicht kannten und auch nicht zusammengereist sind, keine Gruppe waren, wurden sie damals ausgeladen. Lufthansa weist natürlich das Ganze zurück. Ihr hört den Lärm vom Schiff, wie das Seitenstrahlruder loslegt. Wir legen ab. Also es wird spannend. Aber auf jeden Fall ist es so, dass keine Diskriminierung stattgefunden hat und der Großteil der Betroffenen habe etwa auf dem Flug von New York nach Frankfurt nicht wie vorgeschrieben die Corona-Schutzmaske getragen. Und deshalb können wir auch ganz froh sein, dass die Corona-Schutzmaske mittlerweile Geschichte ist. Es geht übrigens los. Deshalb machen wir das so. Ups, ein bisschen gewackelt. Und dann seht ihr halt auch, dass dieses Problem kein Problem mehr ist. Die Lufthansa hat gezahlt und das ist übrigens das zweite Bußgeld innerhalb einer kurzen Zeit von Hansens, die sie zahlen müssen. Denn sie mussten ja schon im Juni einmal Schutzgeld, hätte ich was gesagt, zahlen an die FAA wegen der Ticketpreiserstattung, die halt sehr schleppend ist noch milder ausgedrückt, vonstatten gegangen ist. Da hat die Lufthansa einen Anteil von 1,1 Millionen Dolores bekommen. Ich hänge hier jetzt wie so eine Gurke in der Kurve, damit ihr auch so ein bisschen seht, dass hier Bewegung im Spiel ist und dass hier auch was passiert. Auf jeden Fall geht es dann weiter mit dem letzten Thema. Das letzte Thema ist das Thema Virgin Atlantic. Und zwar hat Virgin Atlantic einen Sale. Und zwar dieser Sale ist ein Award Sale. Man kann mit Punkten von und nach Deutschland dort punkten und Geld sparen. Das geht über den Partner von Virgin. Das wäre die KLM Air France. Heißt also, da ist ein Award Sale, die man nutzen kann. Und da ist es so, dass man dort natürlich teuer Geld dazu bezahlen muss für Steuern und Gebühren und Fuel. Aber für den einen oder anderen ist es halt interessant, wenn man da halt 42.000 Punkte zahlt in der Economy Class und dann einfach nur 52 Dolores als Gebühren. Ihr merkt das. Und dann von Panama nach München sind das aber dann wesentlich mehr. Weiß also Sao Paulo, München ist billiger, weil Sao Paulo, da ist es ja, wie wir alle wissen, in Brasilien gedeckelt. Ne? Aber Mittelamerika ist es nicht gedeckelt. Da kommt das Ganze dann mit 564 zuzüglich zu den 542. Oder wenn man einen Flug macht von München nach Santiago de Chile, andersrum sind es auch 584 sogar. Heißt also, da gibt es dann Probleme. Auch Kyoto 574 und
diese Fees, das sind ja Junk-Fees, Scam-Fees, Bullshit-Fees, keine Ahnung, wie man diese Gebühren der Fluggesellschaften nennt. Ich muss mal wieder gerade hinsetzen, das ist gut für den Rücken. Auf jeden Fall ist das so, dass es ein interessantes Ding ist. Ihr könnt es ja mal angucken, ob ihr das macht. Wenn, dann sollte man den Rückweg aus Brasilien machen und da dann Gas geben. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten bei der ersten Sendung nach meiner kleinen Unterbrechung von einer Woche und ein bisschen. Ihr könnt aber wie gesagt wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren, abonnieren. Und ich lasse euch jetzt alleine mit dem Fahren aus dem Hafen von Helsinki. Also einmal hier jetzt das Ding wieder abschalten, den Exit machen und Glocke, Like. Ihr wisst ja, die Glocke ist ja das neue Like, damit ihr auch informiert seid. Also bis dann. Ciao, ciao. Und jetzt für euch hier quasi der Abspann. So, zack. Guck. Und da hat sich da auch der Fokus eingestellt, die Auto-White Balance eingestellt. Und ihr seht jetzt wieder hübsche Bilder. Ich bin jetzt ruhig.